Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voice of CNC Behind the Scenes. Und wir sind heute im schönen Tuttlingen bei der Chiron Group. Und die Chiron Group ist einer der führenden Hersteller für Vertikalfräsmaschinen. Und ich habe dieses schöne Bauteil mitgebracht. Das ist eine Knochenplatte aus Titan. Und auf welchen Maschinen diese Knochenplatte gefertigt wird und ob wir auch Einblicke bekommen auf die gerade erst vorgestellte Micron 5 XL von Chiron, das gucken wir uns an. Kommt mit, ich bin Alex für Voice of CNC. Los geht's. Das Highlight wirklich, und das ist, ich würde es mal sagen, unique im Bearbeitungszentrenbereich. Und hier kommt dann auch wieder das Thema Nachhaltigkeit zum Tragen, gegenüber den herkömmlichen Bearbeitungszentren einfach Zeit und Weg gut machen. Ja. Wenn die Fertigungstiefe so tief ist, dass Chiron-Maschinen fräsen, dann müssen wir uns das angucken. Müssen wir tun. Dabei, auf jeden Fall. Kommen Sie mit. Herr Siegmann, hallo. Herr Brückelmann, hallo, herzlich willkommen bei Chiron in Tuttlingen. Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Fantastisch, wirklich. Und ich habe auch direkt was mitgebracht. Kommt mir bekannt vor, ja? Das ist schon mal sehr gut, Kommt mir bekannt vor. mir wurde gesagt, Sie fertigen die auf der Micro 5 XL. Und ich hoffe, dass wir uns das angucken können. Können wir gerne machen. Wir können das gerne uns angucken, wo diese Bauteile gefertigt werden oder auch in Zukunft gefertigt werden. Und wir können uns natürlich auch noch sehr viel mehr angucken. Und ich würde vorschlagen, ich nehme Sie jetzt einfach mal mit. Wir starten im Forum, gehen durch die Applikation und dann kriegen Sie hoffentlich einen Eindruck, was wir tun und wie wir das tun. Das klingt fantastisch. Dann würde ich sagen, wir gehen los und ihr kommt mit. Kommen Sie mit. Herr Bröckelmann, unser Showroom. Hier werden Bearbeitungsversuche gemacht und hier können wir einfach unseren Kunden einfach einen Querschnitt über unser Produktportfolio zeigen. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal hier an der, ich sag mal, größten Maschine hier im Showroom mit unserer MT 715 2 Plus. Ist schon mal beeindruckend. Also, erst vorweg beeindruckend. Ja, das ist, so muss es sein. So muss es auch sein. Erstmal, boah. Nee, ist ein klassisches Fräs-Drehzentrum. Wir haben auf der linken Seite letzten Endes die Rohteilzuführung über einen ganz normalen Stangenlader, so wie er handelsüblich eben auch verkauft wird. Wir haben in der Maschine die Hauptspindel, die bis zu 4000 Umdrehungen machen kann. Wir haben die Gegenspindel, auch bis 4000 Umdrehungen. Wir haben hier einen schönen Revolver drin, der die Drehbearbeitungen, Bohrbearbeitungen, was auch immer, abdecken kann. Wir haben einen Schwenkkopf in der Maschine. Wir haben, was für Fräsdrehzentren natürlich unheimlich wichtig ist, eine große Anzahl an Werkzeugen. In der Maschine sind 128 Werkzeuge HSK 63 möglich, ein- und auszuwechseln bei sehr, sehr schneller Span-zu-Span-Zeit. Also auch die DNA der Schnelligkeit sieht man natürlich auch an diesem Bearbeitungszentrum oder einem Fräsdrehzentrum. Und was vielleicht nicht ganz üblich ist, die Maschine hat letzten Endes standardmäßig im Bauch das B- und Entladehandling. Das heißt, wenn wir die Bauteile auf der Gegenspindel haben und die 6. Seite bearbeitet ist, kann das Entnahmehandling vollautomatisiert die Teile evakuieren. Ja. Und so haben wir dann quasi auch, ich sag mal, das Thema Automation. Wir haben vorne den Stangenlader. Material kommt rein, wird hinten wieder rausgehändelt und somit kann ich die ganze Zeit durchproduzieren. Genau, solange Stangen da sind. Genau, solange Stangen da sind. Klassische Maschine für den Maschinenbau, kann auch im Automotive eingesetzt werden. Losgröße 1 bis kleine, mittlere Serien können hier sehr, sehr effektiv und gut bearbeitet werden. Welche Grenze, vielleicht für alle, die das wissen wollen, wo liegt die Grenze beim Stangendurchlass? Wir sind hier bei 100. Bei 100? Maximal 100, Maximal ja. Aber das 100. ist schon für die Maschinengröße ganz ordentlich. Also da kommt man noch ganz schön weit. Absolut, bin ich ganz bei Ihnen. Ja, Okay, gehen wir weiter. Wir bleiben beim Fräsdrehen. Die DZ22S MT. S steht für Starrmaschine, also direkt beladene Maschine. Ist hier in dem Fall eine HSK 100 Maschine, Spindelabstand 600. 4. Achse, 5. Achse, prädestiniert, um E-Motorengehäuse zu bearbeiten aus Aluminium oder eben auch rein von der Stabilität Stahl zu bearbeiten. Wir haben hier mit der C-Numeric One von Siemens eine extrem schnelle Steuerung und das spielt sich natürlich auch dann dementsprechend in den Span-zu-Span-Zeiten beziehungsweise in den Taktzeiten nieder. Und was wir hier natürlich Besonderes in der Maschine drin haben, es ist nicht nur ein klassischer Schwenk- und Rundtisch, sondern wir haben hier tatsächlich Drehspindeln verbaut. Also Sie können wirklich komplette Drehbearbeitungen hier auch abbilden. Das macht sie absolut universell. Sie sagten jetzt
starr, aber ließe sie sich theoretisch auch noch automatisieren, dass ich sage, ich möchte das jeweilige Palette, dass die handeln möchte? Natürlich, also ich sage mal, die Maschine lässt sich natürlich problemlos automatisieren, sei es mit dem Robot, sei es mit dem Portal. Also Sie können auch das Dach der Maschine vollautomatisiert nach hinten fahren, um so Zugang von oben zu schaffen. Sie brauchen also vorne die Tür auch nicht aufzumachen. Also Sie kommen auch in diese Maschine problemlos mit einem Portal rein, was ja im Automotive-Bereich gang und gäbe ist. Aber wie gesagt, das Highlight wirklich, und das ist, ich würde es mal sagen, unique im Bearbeitungszentrenbereich, wirklich volle Drehspindelfunktionalität in einem fünfachsigen Bearbeitungszentrum. Und so können Sie natürlich hochgenaue Bauteile letzten Endes auch doppelspindlig bearbeiten. Absolut. Gut, gehen wir weiter. Hier, das ist eine unserer, ich nenne sie jetzt mal Butter- und Brotmaschine, DZ15. Gibt es schon sehr, sehr lang, ist nach wie vor im Automotive, ist eine klassische Automotive-Maschine Ja. letzten Endes. Was ist das Besondere an dieser Maschine? Wir haben hier einen Beladebereich. Türen gehen auf, der Werker oder die Automation kann beladen, die Maschine arbeitet im Arbeitsraum weiter. Sind die Teile beladen, die Zykluszeit drüben ist oder die Taktzeit ist drüben durch oder die Bearbeitung ist durch. Tisch dreht und die Bearbeitung kann sofort innerhalb von 3 Sekunden wieder loslegen. Also Sie haben im Endeffekt keinerlei Stillstandzeiten, was die BP und Entladung betrifft. Ja, und ich kann die Nebenzeiten optimal nutzen, um die Maschine dementsprechend wieder zu beladen. Absolut. Aber klassisch Automotive, so sind wir groß geworden. Unsere Butter- und Brotmaschine nehmen wir übrigens auch mit auf die EMO mit einer Fanuc-Steuerung. Also für alle, die im Automotive-Bereich unterwegs sind, kommen Sie uns besuchen. Die Maschine wird es auch auf der EMO zu sehen geben. Auf jeden Fall. Und jetzt steht direkt daneben der etwas größere 16er. Ja, gucken wir uns die 16er an. Sehr gut erkannt, Herr Bröckelmann. Das ist eine FZ16 SFX-Maschine. Ich nenne es jetzt mal auch den großen Bruder der 15er. Was ist der Unterschied zur 15er Baureihe? Die 15er Baureihe ist im Prinzip, ist eine klassische Fahrständermaschine, so wie wir letzten Endes groß geworden sind. Und hier kommt der Sprung im Prinzip zum Fahrportal. Wir haben die Y-Achse ist doppelt angetrieben, liegt oberhalb des Spänefalls, also tippitoppi geschützt vor allem, was gefährlich ist, Emulsion und Späne, und ist natürlich rein vom Aufbau her deutlich stabiler als jetzt eine Fahrständermaschine. Also da kriegt man schon, ich sag mal, deutlich stärkere Bearbeitungen, genauere Bearbeitungen hin, als es auf einer Fahrständermaschine. Das heißt, die Entscheidung, ob ich eine 15er oder eine 16er nehme, abgesehen vom Bauraum, ist dann je nachdem, was für Bauteile ich Absolut. Also ich sage es mal, diese Maschine ist natürlich prädestiniert für hochgenaue fünfachsige Bearbeitung, Semikontaktorbereich, im klassischen Maschinenbau, wo einfach First Part, Good Part gefordert wird, wo lange Bearbeitungszeiten sind, wo starke Bearbeitungen durchgeführt werden müssen, ist die Maschine natürlich prädestiniert. Und ich sage es mal, wir machen auf dieser Maschine in unserer eigenen Fertigung, die Maschine steht also auch bei uns in der Fertigung, machen wir unsere Strukturbauteile für unsere kleine Micro-5-Maschine. Ich meine, Sie haben ja mit der Knochenplatte sind Sie ja gekommen. Genau. Und ich sage mal, da ist natürlich immer die Frage, wie entstehen Maschinen? Ja, die entstehen durch unsere Maschinen. Die Bauteile der Micro-5 sind von der Genauigkeit extrem genau. Das Milling Center hat Toleranzen im Mühbereich, die einfach eingehalten werden müssen. Und das machen wir bei uns in der eigenen Fertigung, also die Bauteile der Micro-5 auf der FZ16FX. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns einfach mal die Maschine, haben wir jetzt gesehen, wir gucken uns einfach mal die Micro-5 an, wo genau diese Maschine die Teile dafür herstellt, und kommen Sie einfach mit. Absolut. Also wenn die Fertigungstiefe so tief ist, dass Chiron-Maschinen fräsen, dann müssen wir uns das angucken. Müssen Bin wir gerne tun. dabei. Auf jeden Fall. Kommen Sie mit. Okay, Herr Bröckelmann, Herr Siegmann, wir sind unterwegs. wir betreten den Prototypenbau. Wunderbar. Der Chiron Der Group. Prototypenbau. Und hier wurde auch die Micro-5 vorgestellt im Mai. Ne, die Micro-5 XL wurde im Mai drüben in unserer Applikationshalle vorgestellt. Den werde ich hier natürlich auch im Laufe des Tages noch gerne präsentieren. Ne, wir sind hier wirklich in der Entwicklung, im Prototypenbau. Da kommt auch nicht jeder hin, muss man ganz klar sagen. Also es ist hier schon eine gewisse Exklusivität, die wir Ihnen hier zur Verfügung stellen. Gerne. Aber da steht das gute Kind, große Bruder der Micro-5.
schönes, kompaktes Maschinchen. Wahnsinn. Und hier jetzt auch nochmal für alle, wir sind ja eingestiegen, dass wir herausfinden wollten, wo die Knochenplatte oder wie die Knochenplatte gefertigt wird. Ich habe sie auch noch mal in der Hand, aber wir sehen sie jetzt auch quasi gerade in der Bearbeitung live auf der Maschine. Das heißt, hier entsteht das medizinische Wunder für die Knochenbrüche dieser Welt, um sie wieder zu heilen. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Ja, im Prinzip konzipiert natürlich klar für die Medizinindustrie, für die Medizinbranche, aber natürlich auch für viele, viele andere Branchen zuständig. Ich meine, Sie sehen jetzt hier eine Knochenplatte, die es in unterschiedlichen Variationen, unterschiedlichen Ausprägungen, unterschiedlichen Längen gibt. Wir haben ja hier einen Kubus bei der Micro 5 XL, der bearbeitet werden kann von 120 mal 120 mal 120. Ist eigentlich ideal geeignet für Knochenplatten, ideal geeignet für Dentalrunden. Und die Eigenschaft der Knochenplatte an sich ist gut für uns. Sie braucht im Prinzip ein fünfachsiges Bearbeitungszentrum, wo Sie letzten Endes dann die Konturen entweder in 2 Achsen abzeilen oder halt wirklich Freiformflächen letzten Endes bearbeiten müssen. Und bei einem Bauraum von 120 mal 120 mal 120 kann ich mir auf jeden Fall auch noch andere Branchen vorstellen, die weiterhin von einer so kompakten Maschine profitieren könnten. Nee, natürlich. Ich habe es ja erwähnt, wir sind natürlich auf Kundschaft für diese Maschine aus, die per se fünfachsig bearbeitet. Also wir sind hier nicht branchenspezifisch irgendwo unterwegs. Klar, man kann sich natürlich die Elektronikindustrie sehr, sehr gut vorstellen, wo sehr viele kleine Stecker auch customized werden und gefräst werden müssen. Aber eben auch die Kunden, die heute eine HSK 63 Maschine oder HSK 50 Maschine einsetzen, können morgen eine HSC-Fräsmaschine mit HSK E25 einsetzen, wo sie natürlich dann ihre Bearbeitungsstrategien entsprechend der Maschine anpassen müssen oder dürfen. Ich finde es wahnsinnig faszinierend und was mir auch direkt auffällt, ist, dass wir hier, also gerade ist sehr kompakt und man glaubt ja, okay, kleiner Bauraum, aber wir haben hier unglaublich viele Werkzeuge, die wir einwechseln könnten. Wie viele Werkzeuge haben wir? Wir haben hier jetzt in dem speziellen Fall 100 Werkzeugplätze über diesen Turmwechsler in die Maschine integriert. Die Maschine gibt es ab 60 Werkzeuge, Ausbaustufe dann zu 100 Werkzeugen. Und das auf diesem Platzbedarf ist natürlich phänomenal, keine Frage. Völlig. Also sonst kennt man das ja nur so riesige Werkzeugwechsler, HSK 63 und größer haben Sie gerade schon erwähnt. Was mir auch aufgefallen ist, ist die Steuerung. Jetzt, ich sag mal, viele sind ja auf Siemens Heidenhain Fanuc unterwegs. Das sieht mir nach einer anderen Steuerung aus. Ja, haben Sie gut beobachtet. Also wir sind hier wie bei der Micro 5, sind wir der DNA der Micro 5 treu geblieben und setzen hier auch auf eine Backhoff-Steuerung, TwinCut, setzen wir hier ein. Und ich sage mal, unsere Erfahrungen mit der Steuerung, sie sind natürlich hervorragend. Ich meine, unsere Leute sind natürlich die Siemens und die Fanuc letzten Endes gewöhnt, auch die Heidenhain. Die Umstellung auf die Backhoff-Steuerung ist für jeden Anwender, der auf den besagten Steuerungen vorher unterwegs war, ist relativ schnell passiert. Also eine sehr, sehr bedienerfreundliche Steuerung. Und ich sage jetzt mal, gerade im fünfachsigen Bereich kann die aufgrund ihrer Rechengeschwindigkeit auch dementsprechend dann für das Abzeilen ihren Job hervorragend leisten. Ja. Also es sieht auf jeden Fall unglaublich filigran aus und fix. Ja, unglaublich schnell. Absolut, absolut. Also wir sind hier, wie gesagt, der Micro 5 DNA. Von der Kinematik sind wir gleich unterwegs. Wir haben hier nach wie vor die BC-Kinematik. Die B-Achse und die C-Achse sind gekühlt. Also die thermische Stabilität ist gegeben. Die Spindel, eine 40.000er Spindel oder alternativ eine 50.000er Spindel kann hier eingebaut oder eingesetzt werden, die ebenfalls gekühlt ist. Und somit können wir den Kunden hier eine bestmögliche thermische Stabilität bei der Bearbeitung liefern. Wenn ich mich noch an die Messe letztes Jahr, die AMB erinnere, da standen wir vor der Micro 5. Die funktionierte sogar mit 230 Volt. Ist das bei der XL auch noch gegeben? Ja, das wäre natürlich schön. Stichwort Nachhaltigkeit und ich stelle mir die Maschine in die Garage, stecke sie ein und gut ist. Also das ist hier in diesem Fall nicht mehr 230 Volt, also Sie brauchen hier schon ein bisschen mehr Bums. Also wir haben hier ungefähr einen Verbrauch zwischen 2 und 3 kW pro Stunde, die Maschine verschluckt. Hängt natürlich dann davon ab, wie die Bearbeitung aussieht. Wobei man darf eins nicht vergessen, wir haben hier wirklich aktiv gekühlte Komponenten. Das heißt, es braucht relativ viel Energie für den Kühler.
Die Maschine ist auch im Gegensatz zur Micro 5 emulsionsfähig, was die Micro 5, die kleine Schwester, ja nicht ist. Also wir können hier trocken bearbeiten, wir können emulsionsbearbeiten und wir können natürlich Öl bearbeiten. Und was natürlich für die thermische Stabilität beiträgt, auch die Emulsion oder das Öl wird natürlich gekühlt. Und von der Seite haben Sie natürlich hier bestmögliche Voraussetzungen, Qualität zu schaffen. Dennoch, wie ich finde, eine unglaublich gute Alternative für alle die mit kleinen Bauteilen unterwegs sein wollen und müssen. Und wer eine 5-Achs-Simultanfräse benötigt für die Geometrien der Bauteile, ist auf jeden Fall hier super aufgehoben. Und ich finde, 120 mal 120 mal 120 ist gar kein so kleiner Bauraum. Ist absolut der Arbeitsraum für die Kompaktheit der Maschine ist riesig, muss man einfach so sagen. Also da ist unseren Entwickler einfach eine gute Entwicklung gelungen. Und wir sind uns dem Größenverhältnis 5:1 treu geblieben. Also 600 mm hat das Milling Center. Der Kubus, der bearbeitet werden kann, sind 120, ist wieder das Größenverhältnis 5:1. Also wir sind unserer Micro 5 DNA hier also tatsächlich treu geblieben. Daher auch der Name nach wie vor Micro 5 und hier XL. Fantastisch. Also super, vielen Dank, dass wir auch hier schon mal reingucken durften. Aber es gibt noch mehr Spannendes von Ihnen. Es gibt noch mehr Spannendes. Ich würde Sie da gerne mit in die Applikation nehmen. Vielleicht ein abschließendes Wort zu Micro 5. Sehr gerne. Auf der EMO werden Sie die Maschine auf jeden Fall zu Gesicht bekommen und wir werden natürlich auch die entsprechende Automation hier mit auf die EMO bringen. Also lassen Sie sich überraschen. Ist eine spannende Geschichte und ich denke, es lohnt sich zu kommen. Das kann ich nur unterstützen, wenn man auch noch eine Automation zu der Maschine bekommen kann. Der Besuch ist gesichert, zumindest von meiner Seite, und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Jetzt geht's in die Herr Bröckelmann, kommen Sie Applikation. mit. Wir Los gehen geht's. weiter. So, Herr Bröckelmann, jetzt betreten wir die heiligen Hallen der Applikation. Ja, wunderbar. Sie merken, Temperatur wird gleich angenehmer. Absolut. Alle schön temperiert, plus minus 1 Grad fahren wir die übers Jahr, damit wir hier optimale Bedingungen haben, um unsere Prozesse bei unseren Turnkey-Anlagen zu entwickeln. Okay, Applikationsabteilung für alle unsere Zuschauer. Was passiert hier? Was hier passiert, also hier werden im Prinzip unsere, ich sage jetzt mal, Standardmaschinen veredelt zu Turnkey-Anlagen. Also wir werden es auch in unserem Rundgang sehen. Ich sage jetzt mal, 90% der Anlagen, die hier stehen, sind auch vollautomatisiert. Also hier werden die Automationen aufgebaut, hier werden die Vorrichtungen entwickelt, die Werkzeuge werden entwickelt, die NC-Programme werden hier geschrieben. Und dann geht es ans Eingemachte und wir gehen, ich sage jetzt mal, mit den vorsimulierten Programmen auf die Maschine und fahren die ersten Teile. In dem Bereich hier in der Applikation arbeiten ca. 120 Leute, die nichts anderes machen, als letzten Endes Turnkey-Lösungen für unsere Kunden zu finden und umzusetzen. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, kommen unsere Kunden oder Ihre Kunden kommen zu Ihnen und sagen, so, wir haben die und die Bauteile in den Stückzahlen, wollen das natürlich automatisieren. Und hier entsteht dann quasi die fertige Lösung, die vorher mit dem Kunden letztendlich besprochen worden ist. Ich sage jetzt mal, die Idee erfolgt natürlich oder die Idee kommt natürlich aus dem Vertrieb. Wir haben viele Standardlösungen im Automationsbereich, die wir natürlich einsetzen können. Die Umsetzung der Ideen erfolgt dann letzten Endes hier in der Applikation. Und sag mal, die Maschinen werden oben in Neuhaus in der Precision Factory montiert, kommen dann hier runter. Und dann wird das ganze Thema hier in dieser Halle veredelt. Und ich glaube, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, cool. Dann gehen wir los. Komm mit. Ja, Sie sehen hier eine klassische Standardautomation, die Variocell Uno. So wie wir sie, ich sage es mal, annähernd 100 Mal im Jahr an unsere Maschinen verbauen. Hier haben wir der FZ08 SMT Precision Plus. Precision Plus steht für das Plus an Produktivität und das Plus an Genauigkeit. Also es ist eine linear direkt angetriebene Maschine. Hier können wir Stangenbearbeitungen machen oder auch Teile von der Stange bearbeiten, Drehbearbeitung, Fräsbearbeitung. Also sehr universelles Drehfräszentrum oder Fräsdrehzentrum, wie wir hier sagen. Und das Ganze eben vollautomatisiert. Vollautomatisiert. Das heißt, die Maschine ist darauf ausgelegt, quasi 24/7 theoretisch vollautonom zu arbeiten. Wäre es denn auch denkbar, dass man sagt, ich habe zum Beispiel eine Schicht, wo die Mitarbeiter noch irgendwas anderes machen, 2 Schichten auch vollautomatisiert, dass der da noch eingreifen kann? Ja, ich sage jetzt mal, per se
Das ist jetzt bei einer Stangenmaschine vielleicht nicht unbedingt der Fall, aber Sie können natürlich die Variocell Uno hier ein bisschen zur Seite schieben, haben dann tagsüber letzten Endes den vollen Zugang zur Maschine. Aber per se sind die Maschinen natürlich dazu ausgelegt, vollautomatisiert, 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu produzieren. Vollgas. Okay, Prima. Oh, jetzt werden die Automationen etwas größer. ja, es wird auch natürlich etwas größer. Das ist jetzt keine Standardautomation mehr, wie wir sie eben gesehen haben. Das ist jetzt eine Variocell Systems, wie wir sie hier bei Chiron nennen. Also wirklich eine customized Automation. Diese Automation ist jetzt dazu da, 2 5-Achs-Maschinen zu bedienen. Wir haben einen großen Robby. Wir haben 2 Maschinen, die unabhängig letzten Endes voneinander betrieben werden. Also sollte mal eine Maschine gewartet werden müssen, was ja durchaus vorkommen kann oder vorkommen sollte. Wartung wird natürlich auch an unseren Maschinen letzten Endes groß geschrieben. Können wir autark betreiben. Rohteile kommen rein über das Paternoster hinten, Fertigteile gehen raus über das Paternoster. Wir haben hier eine Waschanlage mit drin, wir haben hier eine Einpressstation drin für Bushings in das Werkstück. Also es ist wirklich eine customized Automation für einen französischen Kunden. Was ich schon sehr faszinierend finde, ist allein, dass eine Roboterstation gleich 2 Maschinen bespielt sozusagen. Was ist so die höchste, wie soll ich das nennen, Bespielart? Also Die Bespielart, wie viel Maschinen Maximum? Gut, ich meine, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, den Roboter auf die 7. Achse zu stellen. Ja. So ist es natürlich noch mal flexibler. Und so können Sie je nach Taktzeit der Bauteile natürlich bis zu 4, 5, 6 Maschinen mit einem Roboter bedienen. Was wiederum der Nachhaltigkeit und auch dem Kostendruck der Kunden dient. Ja, natürlich, Logos. Ich meine, so geht die Kosten der Automation geht natürlich dann auf 2 Maschinen über. Ja. Und so ist natürlich dann letzten Endes auch das Stückkostenthema letzten Endes optimiert, ganz klar. Klingt fantastisch. Gehen wir weiter. Stichwort Elektronikindustrie ist natürlich auch in aller Munde, ist eine Applikation für ein Elektronikbauteil. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Hier auch eine FZ08 SMT Precision Plus. Linear direkt angetriebene Maschine, hochgenaues Bauteil. Rohteile kommen rein, Fertigteile gehen raus. Die Fertigteile werden, ich sage jetzt mal nach der Bearbeitung, gewaschen, geföhnt, also im Prinzip getrocknet. Und wir haben dann hinten in dieser Automation noch eine 3D-Messmaschine integriert, die hochgenauen Bauteile dann im Anschluss an die Bearbeitung sofort vermisst und haben im Prinzip wirklich eine In-Prozess-Messung und die Messmaschine gibt unserer Maschine natürlich dann auch dementsprechend wieder Rückmeldung. Achtung, hier läuft ein Maß außerhalb der Toleranz, bitte korrigier dich, sodass wir dann dementsprechend wieder auf dem Nennmaß landen. Das heißt, auch da ist die Vernetzung zwischen Messmaschine und Fräsmaschine quasi ist gegeben, sodass die sich miteinander unterhalten können. Und die komplette Prozesskontrolle. Das ist die komplette Prozesskontrolle. Also Sie können hier wirklich mannarm, mannlos letzten Endes ins Wochenende reinfertigen und stellen auf jeden Fall sicher durch die Messmaschine, dass Sie keinen Ausschuss fertigen. Und sag mal, das ist in Deutschland geht ganz klar der Trend dahin, vollautomatisierte Anlagen, keine Werker mehr in der Fertigung. Ich sage jetzt mal, dunkle Fabrik, Stichwort. Licht geht aus, die Leute gehen nach Hause und die Maschinen produzieren ins Wochenende rein und am Montagmorgen kommen sie wieder und haben gute Teile im Korb. Das So heißt, muss sein. Hier muss wirklich nur noch eingegriffen werden, wenn das Werkzeug als Beispiel bricht und dann das Ende. Ja, da haben sie Schwesterwerkzeuge auch drin, also das geht dann auch so, aber ich meine, irgendwann muss der Werker kommen, das ist ganz klar. Aber der Trend in Deutschland ist ganz klar. Die Automationen müssen flexibel sein, die Automationen müssen letzten Endes Stückzahl 1 abbilden können. Keiner weiß, was morgen passiert. Morgen muss ich ein anderes Werkstück fertigen oder in der nächsten halben Stunde muss ich ein Werkstück fertigen. Also der Trend geht ganz klar hin, wirklich flexible Automation und einfache und sichere Automation. Das heißt in der Theorie, das wäre nicht meine Frage jetzt auch gewesen, theoretisch könnte ich dem Roboter auch sagen, oder überhaupt der ganzen Anlage sagen, ich habe hier verschiedene Werkstücke und die werden nach und nach angeladen. Das ist letztendlich ja erstmal dann egal, er wird sie abarbeiten. Anlagen gibt es. Ich zeige Ihnen nachher nochmal eine Anlage, wo wir gerade dieses Thema machen. Möglichkeiten sind diesbezüglich nahezu unbegrenzt. Ich meine, das ist natürlich auch in vielen Dingen eine Budgetgeschichte.
Aber der Trend in Deutschland ist ganz klar dahingehend, wirklich Stückzahl 1, hochflexibel, vollautomatisiert, keine Werkeinsatz. Weil ich hier auch gerade wieder sehe, hier steht ja hinter Ihrer Maschinenbezeichnung FZ08S MT. Was hat das mit diesem MT auf sich? MT ist bezeichnet der Millturn. 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 Okay. Also bei uns ist schon nach wie vor der Fokus aufs Fräsen. Drehen ist natürlich auch ein Bestandteil, aber wenn unsere Kundschaft Teile hat, wo der Fräsanteil ein bisschen höher ist, dann kommen unsere Maschinen und unsere Lösungen am besten zur Geltung. Fantastisch. Gehen wir weiter. Gerne. Ja, Herr Brückelmann, es geht weiter. Die nächste vollautomatisierte Anlage ist wieder nicht von der Stange, ist wirklich eine Turnkey-Lösung. Ist eine unserer, ich sage es mal, neuen Baureihen, eine DZ16, die hier hochproduktiv Hydraulikteile letzten Endes herstellt. Auch wieder ein Roboter davor, Zuführung, Abführung. Wir haben hier auch wieder das In-Prozess Messen. Also das Thema ist in aller Munde und wird von den Kunden letzten Endes dann auch zum Teil natürlich gefordert. Also Stichwort, wir haben hier 2 Operationen. OP10 wird das Teil vorbearbeitet. Roboter legt es um auf die zweite Tischseite, wird die zweite OP bearbeitet. Und am Ende des Tages wird über dieses Gauge werden die Werkstücke kontrolliert. Sind sie in Ordnung, sind sie nicht in Ordnung, sind sie nicht in Ordnung, geht es ins Schlechttöpfchen, sind sie in Ordnung, gehen sie natürlich dann dementsprechend in den Schubladenspeicher wieder. Was mir gerade auffällt, wir sind vorne, als wir gestartet sind, hatten wir Fanuc-Roboter, hier sind es jetzt KUKA-Roboter. Welche Roboterwahl getroffen wird? Legen Sie das fest oder legt das der Kunde fest? Das ist auch wieder, am Ende des Tages sagt der Kunde, was er eingesetzt haben will. Okay. Aber wenn wir im Standardbereich unterwegs sind, dann nutzen wir unseren guten Partner Fanuc, um einfach unsere Standardautomation abzubilden. Dann wissen wir, wie groß sind die Roboter, wie schnell sind die Roboter, was können die Roboter, deswegen hier Fanuc. Aber machen wir Customized Automation, das sagt im Regelfall der Kunde uns, welchen Roboter er einsetzen will. Ist dem Kunde egal, würden wir im Regelfall ein Fanuc einsetzen. Was ja auch wieder ein super Signal für Ihre Kunden ist einfach zu sagen, so, wenn jetzt als Beispiel immer KUKA-Roboter zum Einsatz kommen und die Serviceabteilung das schon gut kann, dann ist es bei Ihnen auch kein Problem, den wieder einzusetzen. Nee, absolut, absolut. Gut, gehen wir weiter. Oh, hier sehe ich Felgen, oder? Ja, Felgen. Wir bearbeiten hier auf dieser Maschine keine Felgen, aber per se kann man sagen, auf Chiron-Maschinen werden 60 Millionen Felgen im Jahr gebohrt. 60 Millionen Felgen? Würde ich jetzt mal so sagen. Also wir sind, was Felgen betrifft, nach wie vor mit unserem Korbwechsler ungeschlagen, was die Span-zu-Span-Zeit ist. Und man braucht wenig Werkzeuge. Korbwechsler hat 21 Werkzeuge, ist prädestiniert für die Felgenbearbeitung. Deswegen, Felgen werden immer benötigt, ob das Elektromotor ist oder ob das ein Benzinmotor ist. Die Felge wird benötigt und das Ganze 4-mal. Also das ist ein schöner Multiplikator. Also von der Seite für uns immer noch ein sehr, sehr guter Markt. Fantastisch. Aber es ist nicht nur alles Automotive. Wir haben hier die FZ19S FX, ist eine 5-achsige Maschine, sehr, sehr groß, HSK 100 fähig. Also gibt es in HSK 63 oder auch in HSK 100 mit sehr, sehr vielen Werkzeugen, also bis zu 90 Werkzeuge können wir hier unterbringen, problemlos in HSK 100. Haben hier aktuell eine Aerospace-Applikation drauf. Wir wollen mehr im Bereich Aerospace machen und tun wir auch. Und dafür ist die Maschine prädestiniert. Also das Bauteil, was ich hier gerade sehe, ist schon, verbindet ja auch direkt diverse Operationen. Ich sehe Drehen, ich sehe Zahnfräsen. Also das ist ja auch... Genau. Nee, also die Maschine ist im Prinzip wirklich universal einsetzbar. Wir haben hier einen Rundtisch drin, der 800 Umdrehungen kann, bei 100% ED, also 100%ige Einschaltdauer. Also 3 Operationen können wir abbilden. Im Regelfall sind es große Werkstücke, die gedreht werden. Ja. Reicht die Schnittgeschwindigkeit bei 800 Umdrehungen, das ist kein Problem. Oder aber auch, sie fräsen letzten Endes 5-achsig. Hier, das ist zwar kein 5-achsiges Teil, aber sie fräsen wirklich Integralbauteile hier aus Titan für den Aerospace-Bereich. Ist also eine wirklich sehr, sehr starke und stabile Maschine für die HSK 100 Bearbeitung. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, Sie haben jetzt explizit den Aerospace-Bereich unter anderem angesprochen. Große Maschinen, weil die Bauteile in der Regel sehr groß sind. Das ist ja, kann man so sagen, ja. Im Aerospace-Bereich sind die Bauteile im Regelfall relativ groß. Ich meine, es gibt auch kleinere Bauteile, keine Frage, aber im per se sind die Bauteile sehr groß, deswegen große Bauteile, große Maschinen, ganz klar.
Okay. Gut, gehen wir weiter. Okay, Herr Bröckelmann, jetzt haben wir es fast geschafft in der Applikation. Unsere letzte Station. Jetzt gucken wir uns noch die kleine Schwester der Micro 5 XL an, die Micro 5. So hat letzten Endes alles begonnen in unserer Mikrozerspannung. Das ist auch Ihre kleinste Maschine quasi vom Bauraum. Das ist absolut unsere kleinste Maschine und hier kommt dann auch wieder das Thema Nachhaltigkeit zum Tragen. Wie gesagt, 230 Volt. Können Sie sich in die Garage stellen und schön Teile fräsen. Und jetzt hatten wir ja vorhin gesagt, bei der Micro 5 XL, Bauraum 120, 120, 120. Der Bauraum hier? 50, 50, 50. Süß, hä? Absolut. Aber ich meine, wir sind ja hier. Und wenn Sie jetzt aufgepasst haben, frage ich Sie, wie groß das Milling Center ist bei 50, 50, 50. Verhältnis 5 zu 1. 5 zu 1. 250. Nein, also das ist unsere letzten Endes dynamischste Maschine, HSC-Fräsen, 60.000 Umdrehungen. Ist entsprechend thermisch sehr stabil wie der großer Bruder und natürlich für den Uhr- und Schmuckbereich prädestiniert und bestens geeignet. Und das ist auch aktuell im Moment noch der größte Markt, den wir mit der Micro 5 natürlich adressieren, die französischsprachige Schweiz hier. Der Uhrenschmuck tatsächlich. Uhrenschmuck, genau. Also ich hatte ja sofort an weil wir ja hier in Tuttlingen aus sind und eine medizinische Hochburg, habe ich ja sofort an meine Zähne gedacht, die ich vielleicht dort mal irgendwann Ja, drauf. da könnte man meinen, von der Größe sind die Zähne genau richtig, aber die werden von der Bearbeitung her anders gebaut. Es sind Dentalrunden, die da tatsächlich verwendet werden, aus Titan oder Kobaltchrom. Und die haben einen Durchmesser von 120 Millimetern. Also passen dann direkt wieder auf die Micro 5 XL. So schließt sich der Kreis wieder. Also es ist ein wirklich schönes Konzept. Und jetzt müssen Sie sich die Maschine vorstellen, ist natürlich äußerst kompakt. Aber Sie wollen ja natürlich nicht nur einen Werker davor stellen, Sie wollen das Ding natürlich auch automatisieren. Natürlich gerne. Und hier gibt es natürlich dann auch die entsprechende Automation dazu. Man sieht es hier hinten. Da ist der Robby noch ein bisschen eingepackt, aber da gibt es die Feed 5 dazu. Und so sind Sie natürlich auf einem extrem kleinen Platzbedarf, vollautomatisiert unterwegs. Maschinen sind natürlich auch dafür ausgelegt, 24/7 zu produzieren. Das ist unsere DNA, da kommen wir her und das wollen die Kunden heute haben. Ja. Ich finde es total spannend und auch gerade, wie viele Werkzeuge Sie auch hier, also nochmal kleinerer Bauraum unterbringen können. Ja, man muss natürlich dazu sagen, die Spindel ist natürlich auch nochmal ein bisschen kleiner, die Werkzeughalter sind wieder ein bisschen kleiner, das sind HSKE 15 statt HSKE 25. Also wir sind hier schon relativ klein unterwegs. Wenn Sie die Werkzeughalter das erste Mal angucken, meinen Sie sind irgendwo im Puppenhaus. Also es ist schon gewöhnungsbedürftig für den normalen, ich sage es mal, 5-Achs-Fräser. Aber wir haben viele Bearbeitungsversuche gemacht und haben unsere FZ08 FX mit der Micro 5 Klein und Micro 5 XL verglichen und sie sind mit den unterschiedlichen Bearbeitungsstrategien, sind sie zum Teil mit der kleinen Maschine schneller als mit der großen. Also es ist ein Ansatz, über den die Kunden nachdenken sollen und müssen und da werden sie erfolgreich sein. Ja, Ja, ich sag mal, gerade auch wenn ich an die Massenproduktion denke, dann bin ich ja absolut, allein schon mal im Werkzeugwechsel, ich mache viel weniger Weg, den ich da zurücklege. ja, ich meine auch hier die DNA, Span-zu-Span-Zeit muss schnell sein. Wir sind hier unter 3 Sekunden. Also auch in diesem Bereich ist die Span-zu-Span-Zeit kann irgendwo den Unterschied ausmachen. Aber die meiste Geschwindigkeit gewinnen wir tatsächlich auf der Bahn. Also die dynamische Steifigkeit und Stabilität, die die Maschine mitbringt, die sehen wir auf der Bahn. Und da kann die Maschine gegenüber den herkömmlichen Bearbeitungszentren einfach Zeit und Weg gut machen. Ja. Also alle, ich kann es nur noch mal wiederholen, alle, die kleine Bauteile haben, sollten sich die Micro 5 oder die Micro 5 XL auf jeden Fall mal angucken. Und idealerweise auf der EMO, wo wir wahrscheinlich auch die kleine Schwester wieder treffen werden. Die bringen wir auf jeden Fall mit. Das muss sein, braucht auch nicht viel Platz, ist an der Stelle her keine Frage. Und wenn Sie die Maschinen natürlich dann nebeneinander sehen, dann wird natürlich auch das Konzept nochmal deutlicher, von ganz klein ein bisschen größer. Ja. Wenn Sie jetzt die Frage stellen, ob es die XXL irgendwann mal geben wird, dann kann ich da im Moment guten Gewissens Nein sagen. Im Moment ist da nichts geplant, aber was nicht ist, kann noch werden. Wer weiß. Wir freuen uns auf die Zukunft auf jeden Fall und die Micro 5 geht ja fast ins Handgepäck. Fast. Herr Bröckelmann. Ja. An dieser Stelle bedanke ich mich für Ihre Zeit. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir uns auch vorstellen konnten. War schön, hat Spaß gemacht. Sehr, sehr und gerne. Wir sehen uns wahrscheinlich spätestens auf der EMO in Hannover. Auf jeden Fall, ganz sicher. Vielen Dank für Ihre Zeit. Herr Siegmann. Ich wünsche Ihnen was.
Ja, das war's von Chiron hier im schönen Tuttlingen. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Die Reise geht natürlich weiter. Freut euch auf noch viel, viel mehr Behind the Scenes. Ich bin Alex von Voice of CNC und bis dahin, lasst Späne fliegen. Macht's gut.